Es gibt diese Regeln, die nirgendwo stehen, aber irgendwie jeder kennt. Eine davon ist fast schon in Vergessenheit geraten. Sobald es dämmert, macht man die Fenster zu. Vielleicht kennen Sie das noch von Ihren Großeltern. Das war keine Frage der Bequemlichkeit, sondern ein stilles Gesetz, geboren aus einer Mischung aus Vernunft, Angst und purem Aberglauben. In diesem Video lüften wir das Geheimnis hinter dem geschlossenen Fenster. Was wussten die Menschen damals, was wir heute vielleicht verlernt haben? Warum war eine offene Luke zur Welt nach Einbruch der Dunkelheit jahrhundertelang undenkbar? Die Antwort ist vielschichtiger und spannender, als man denkt. Sie ist ein tiefes Echo aus einer Zeit, in der die Nacht eine völlig andere Bedeutung hatte. Um dieses ungeschriebene Gesetz zu verstehen, müssen wir eine kleine Reise unternehmen, in eine Welt, die von Finsternis, Stille und einer ständigen, leisen Wachsamkeit geprägt war. Eine Welt, in der die Grenze zwischen dem sicheren Drinnen und dem unberechenbaren Draußen überlebenswichtig war. Und diese Grenze war das Fenster. Stellen Sie sich mal eine Welt ohne elektrisches Licht vor. Keine Straßenlaternen, keine Leuchtreklamen, keine Bildschirme. Wenn die Sonne unterging, wurde es wirklich dunkel. Eine alles verschlingende, absolute Finsternis. In dieser tiefen Schwärze wurden die Sinne neu justiert. Das Gehör wurde zum wichtigsten Wächter. Jedes Geräusch wurde sofort auf eine mögliche Gefahr hin analysiert. Dieser Urinstinkt war damals eine alltägliche Realität. Die Nacht war der Raum des Unkontrollierbaren. Jede Öffnung war ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Ein offenes Fenster war in dieser Welt kein angenehmer Luftzug. Es war eine Einladung an das Unbekannte. Um das Gesetz des geschlossenen Fensters wirklich zu verstehen, müssen wir uns von unserem Bild eines durchsichtigen Glasfensters verabschieden. Über weite Strecken der Geschichte war ein Fenster etwas völlig anderes. Die ersten festen Behausungen vor rund 12.000 Jahren hatten oft gar keine Fenster. Die einzige Öffnung war der Eingang und vielleicht ein Rauchabzug im Dach. Jede zusätzliche Öffnung war ein Kompromiss. Sie ließ Licht herein, aber eben auch Kälte, Wind und Regen. Die Germanen nannten diese frühen, schlitzartigen Wandöffnungen treffend Windauge. Ein Begriff, der im englischen Wort Window bis heute überlebt. Dieses Windauge war oft klein und weit oben platziert, als Schutz vor Blicken oder Pfeilen. Es war kein Portal zur Welt, sondern eine funktionale Notwendigkeit. Der Gedanke, nachts so ein Loch offen zu lassen, wäre absurd gewesen. Es wäre, als ließe man eine kleine Tür für Wind, Wetter und alles andere sperrangelweit offen. Jahrhundertelang war das, was diese Öffnungen verschloss, alles andere als durchsichtig. Man spannte geölte Tierhäute, Leinen oder Pergament in die Rahmen. Die waren vielleicht lichtdurchlässig, aber durchsehen konnte man nicht. Die Römer experimentierten zwar als Erste mit Glas, doch dieses frühe Fensterglas aus dem 1. Jahrhundert nach Christus war rau, uneben und nicht wirklich durchsichtig. Es diente dazu, Licht herein, aber nicht um hinauszusehen, und selbst diese trüben Scheiben waren ein unbezahlbarer Luxus. Erst im 2. Jahrhundert nach des Christus gelang es, Glas mit 2 glatten Seiten herzustellen. Für die allermeisten Menschen im Mittelalter und bis weit in die Neuzeit hinein wurden Fensteröffnungen mit massiven Holzläden verriegelt. Wenn man das Fenster schloss, zog man also keine Glasscheibe zu, sondern schob einen Riegel vor ein buchstäbliches Loch in der Wand. Selbst als die Glasherstellung nach 1300 in Europa langsam erschwinglicher wurde, war es noch ein weiter Weg. Typisch waren Butzenscheiben, kleine, runde Glasscheiben mit nur 10 bis 15 Zentimetern Durchmesser, die mühsam mit Bleistegen verbunden wurden. Das Ergebnis war immer noch verzerrt und kaum durchsichtig. Wer sich so etwas leisten konnte, galt als steinreich. Ein faszinierendes Detail. Oft wurden diese wertvollen Fenster weit über den Köpfen der Bewohner eingebaut. Ein klarer Blick nach draußen war weder vorgesehen noch erwünscht. Das Fenster diente dem Licht, nicht der Aussicht. Vor diesem Hintergrund wird das Gesetz verständlich.
Ein offenes Fenster in der Nacht zu lassen, bedeutete, eine physische Bresche in der schützenden Hülle des Hauses zu akzeptieren. Es war eine Einladung an die Kälte, an den Regen, an Tiere und, wie wir sehen werden, an weitaus unheimlichere Gefahren. Die Gründe, warum die Fenster bei Dämmerung geschlossen wurden, ruhen auf 3 Säulen: der realen, der unsichtbaren und der übernatürlichen Gefahr. Diese mächtige Kombination zementierte das Gesetz über Generationen. Säule 1: die reale Gefahr, Diebe, Tiere und die Unordnung der Nacht. Die Nacht in einer vorindustriellen Stadt war ein gefährlicher Ort. Ohne flächendeckende Beleuchtung lagen die Gassen in tiefster Finsternis. Eine Polizei, wie wir sie kennen, gab es nicht. Die Nacht gehörte denen, die sich trauten, in ihr unterwegs zu sein. Und das waren selten die braven Bürger. Die zentrale Figur der nächtlichen Ordnung war der Nachtwächter. Seine Aufgabe war es, die schlafenden Bürger vor den 3 großen Gefahren zu warnen: Feuer, Feinde und Diebe. Mit Hellebarde und Laterne bewaffnet, verkörperte er die Autorität in der Dunkelheit. Er prüfte, ob Türen und Tore verschlossen waren und durfte jeden Verdächtigen anhalten. Sein stündlicher Ruf war nicht nur eine Zeitansage, sondern vor allem eine Beruhigung. Jemand wacht. Ein offenes Fenster war in dieser Welt ein Zeichen von grober Fahrlässigkeit, eine offene Einladung für Einbrecher in einer Zeit, in der Besitz das Überleben sicherte. Ein ungesichertes Fenster im Erdgeschoss war eine leicht zu überwindende Hürde. Doch die Gefahr kam nicht nur von Menschen. Außerhalb der Städte war die Grenze zur Wildnis fließend. Wölfe oder Bären waren eine reale Bedrohung, und ein offenes Fenster konnte zur tödlichen Falle werden, nicht nur für Nutztiere, die oft im oder am Haus lebten. Das Schließen des Fensters war also reine Selbstverteidigung. Es war das Äquivalent zum heutigen Abschließen der Haustür. Ein logischer Schritt, um sich, seine Familie und sein Hab und Gut vor den realen Gefahren der Nacht zu schützen. Säule 2: die unsichtbare Gefahr, Miasmen und die schlechte Nachtluft. Neben der greifbaren Angst vor Dieben und Tieren gab es eine heimtückischere Furcht: die Angst vor Krankheit, die unsichtbar in der Nachtluft lauerte. Von der Antike bis ins 19. Jahrhundert hinein herrschte die sogenannte Miasma-Theorie vor. Diese Theorie besagte, dass Krankheiten wie Pest, Cholera oder Malaria nicht durch Mikroorganismen, sondern durch Miasmen übertragen werden, giftige, übelriechende Ausdünstungen, die von verrottenden Abfällen, stehenden Gewässern oder Leichen aufsteigen. Man glaubte, diese schlechte Luft, die als Nachtluft bekannt war, dringt in den Körper ein und vergiftet ihn. Klingt verrückt, war es aber nicht. Es war eine weithin anerkannte wissenschaftliche Lehrmeinung, vertreten von Koryphäen wie dem antiken Arzt Hippokrates. Der Name der Krankheit Malaria kommt direkt aus dem Italienischen und bedeutet nichts anderes als mala aria, schlechte Luft. Und die Theorie schien sich ja zu bestätigen. Seuchen brachen oft in schmutzigen Vierteln oder in der Nähe von Sümpfen aus. Da die Nachtluft als besonders kühl, feucht und schwer galt, glaubte man, dass die Miasmen in der Dunkelheit am gefährlichsten seien. Ein offenes Fenster war somit ein Einfallstor für die Seuche. Man lud die Krankheit buchstäblich ins Haus ein. Insbesondere Kranken und Kindern wurde eingeschärft, sich bloß nicht der Nachtluft auszusetzen. Fenster wurden fest verschlossen und Ritzen mit Tüchern abgedichtet. Ironischerweise führten diese Maßnahmen manchmal sogar zum Erfolg. Das Trockenlegen von Sümpfen zur Bekämpfung der schlechten Luft zerstörte unbeabsichtigt die Brutstätten von Moskitos und half so tatsächlich gegen Malaria. Erst mit der Entdeckung der Mikroorganismen durch Forscher wie Louis Pasteur und Robert Koch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde die Miasma-Theorie widerlegt. Aber die Angst vor dem krankmachenden Luftzug hielt sich im Volksmund noch Jahrzehnte. Säule 3: die übernatürliche Gefahr, Geister, Dämonen und die Seelen der Nacht. Die dritte und vielleicht tiefgreifendste Säule war die Furcht vor dem Übernatürlichen. In einer von Glauben und Aberglauben geprägten Welt war die Nacht nicht einfach nur dunkel.
Sie war bevölkert. Sie war die Zeit, in der die Grenzen zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Geister und Dämonen durchlässig wurden. Volkssagen aus ganz Europa erzählten von unheimlichen Wesen, die nach Einbruch der Dunkelheit ihr Unwesen trieben. Dämonen, Kobolde, Hexen und die ruhelosen Seelen der Verstorbenen, sie alle gehörten zur Nacht. Ein offenes Fenster war in dieser Vorstellung weit mehr als eine Öffnung. Es war ein unbewachtes Portal, durch das diese Wesen in die Sicherheit des Hauses eindringen konnten. Man glaubte, böse Geister könnten den Schlafenden Albträume bringen, sie krank machen oder gar ihre Seele stehlen. Besonders spannend ist die Verbindung zum Tod selbst. Ein weit verbreiteter Brauch besagte, dass man nach dem Tod einer Person das Fenster im Sterbezimmer öffnen muss, damit die Seele den Körper verlassen und ins Jenseits finden kann. Das unterstreicht im Umkehrschluss die Bedeutung des geschlossenen Fensters bei den Lebenden. War es normalerweise zu, um die Seele im Körper zu halten und böse Geister draußen zu lassen, wurde es im Moment des Todes gezielt geöffnet. Dieser Glaube machte das Unerklärliche greifbar. Eine plötzliche Krankheit, ein Albtraum, ein seltsames Geräusch, all das konnte man einem Geist zuschreiben, der durch ein unvorsichtig offengelassenes Fenster geschlüpft war. Das Schließen des Fensters war also auch ein magischer Schutzakt, ein tägliches Ritual, um die finsteren Mächte abzuwehren. Es war ein Schutzwall nicht nur gegen sichtbare, sondern auch gegen unsichtbare Welten. 4. Synthese und moderne Relevanz. Das ungeschriebene Gesetz des geschlossenen Fensters hatte also nie nur einen einzigen Grund. Es war ein dichtes Gewebe aus praktischer Vernunft, medizinischem Halbwissen und einer tief verzurzelten Weltanschauung. Die reale Gefahr durch Verbrecher machte das Schließen zur Pflicht. Die wissenschaftlich anerkannte Miasma-Theorie machte es zu einer Frage der Gesundheit, und der tiefsitzende Aberglaube machte es zu einem Ritual für den Seelenfrieden. Diese 3 Säulen verstärkten sich gegenseitig. Man musste einem Kind nicht die komplexe Miasma-Theorie erklären. Ein „Mach das Fenster zu, sonst wirst du krank“ reichte völlig aus. Die Gewohnheit wurde weitergegeben, selbst als die ursprünglichen Gründe längst überholt waren. Und heute? In unserer Welt aus elektrischem Licht und moderner Medizin scheint dieses Gesetz ein Relikt zu sein. Viele von uns genießen doch die kühle Brise in der Nacht. Aber, und das ist das Spannende, vielleicht hatten unsere Vorfahren aus den falschen Gründen doch irgendwie recht. Die moderne Wissenschaft gibt der alten Sorge nämlich auf unerwartete Weise recht. Studien, unter anderem von der Universitätsmedizin Mainz, zeigen einen klaren Zusammenhang zwischen nächtlicher Lärmbelästigung und der Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol. Selbst wenn wir vom Lärm vorbeifahrender Autos oder Züge nicht bewusst aufwachen, reagiert unser Körper. Puls und Blutdruck steigen, der Schlaf wird weniger erholsam. Chronischer nächtlicher Lärm kann langfristig sogar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Die alte Angst vor der Gefahr, die nachts durch das Fenster kommt, findet hier ein modernes wissenschaftliches Echo. Es sind nicht mehr die Miasmen, die uns krank machen, sondern der Lärm, der unseren Körper unbewusst in Alarmbereitschaft versetzt. Das ungeschriebene Gesetz des geschlossenen Fensters ist heute fast verschwunden. Wir fürchten uns nicht mehr vor Dämonen oder giftigen Dämpfen, doch wenn wir heute Abend unser Fenster schließen, dann vielleicht mit einem neuen Verständnis. Wir verbinden uns mit unzähligen Generationen vor uns, die dieselbe einfache Handlung vollzogen haben, aus Gründen, die so tief und vielschichtig waren wie die Nacht selbst. Das Gesetz ist verschwunden, aber die Nacht hat ihre Geheimnisse behalten. Mich würde brennend interessieren, kennt ihr das auch noch? Haben eure Großeltern darauf bestanden, dass die Fenster bei Dunkelheit geschlossen werden? Schreibt eure Geschichten und Erinnerungen dazu unbedingt in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Und wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, lasst doch ein Abo da, um keine weiteren Erkundungen vergessener Geschichten zu verpassen. Danke fürs Zuschauen.